All the bathrooms, they have a needle bin. And I see like 5 needles and there's still, one's still dripping test. Steroid-Abuser sterben definitiv viel, viel früher als eben Leute, die das nicht nehmen. Das ist bewiesen. Wie gesagt, ich weiß, wovon ich rede. Warum? Weil ich habe eben solche Nationalmeister gemacht von vielen verschiedenen Ländern, in vielen verschiedenen Kategorien. Da ist nicht nur Stoff im Spiel, da sind Diuretiker im Spiel, aber sein Gesicht ist wieder so voll mit Wassereinlagerung. Es kann sein, dass er drauf ist. Wenn er nicht drauf ist und drauf geht, dann wird sein Gesicht aussehen wie Michelin-Mann. Heute schauen wir uns ein Video zusammen, ein kontroverses Video aus den USA mit über 7000 Kommentaren und fast 2 Millionen Views innerhalb von 2 Wochen. Relativ kontrovers. I asked 100 gym-goers if they take steroids. Also ich habe 100 Leute befragt, ob sie Steroide nehmen würden. Das Video schauen wir uns zusammen an und ich gebe meinen Brei dazu. Auf los geht's los, wir fangen mal an. Would you ever consider taking steroids? I'm on steroids. This is me asking a 21-year-old if he'd ever take steroids. With social media seemingly glorifying the use of performance-enhancing drugs, it's pretty easy to get the impression that everybody in the gym is on them or wants to take them. But is that just the perspective of the fitness industry online, or is that the reality for gym goers everywhere? To find out, I'm going to a variety of independent and commercial gyms, as well as the bodybuilding mecca, to ask people if they'd take steroids. And if so, why? Es ist natürlich interessant zu sehen, wer die Wahrheit sagen wird und wer nicht, wie das Durchschnittsalter ist und wenn Leute Steroide nehmen, warum nehmen die überhaupt? Wie gesagt, ich werde da meinen Brei dazugeben. Warum? Ich habe mit Profi-Bodybuildern gearbeitet, ich habe Champions gemacht, ich habe Nationalmeister gemacht in Deutschland, in Island, in Frankreich, in Russland, in vielen verschiedenen Ländern, in vielen verschiedenen Kategorien. Ich weiß, wie man das Ganze richtig nimmt und ich kenne die Side-Effects, die entstehen können. Das heißt, ich kenne die Gefahren, die mit Steroidkonsum verbunden sind. Und wie in dem Video schon im Intro gesagt wird, es wird extrem verharmlost durch Social Media. Die Leute wollen das sogar und ihnen ist oft überhaupt nicht klar, mit welchen Schäden, mit welchen Gefahren, mit welchen Risiken das Ganze überhaupt verbunden ist. Schauen weiter. Independent gyms, you gotta love them. They have a very unique scent of sweat, microwave protein, and off-brand cleaning agent. Between sets, members dap up the owners and other regulars, and personal trainers look about 6 weeks out all the time. So what does that mean? That means that there's probably some pretty serious lifters in there who are tempted by quick gains. So let's find out. I'm gonna make a prediction that 20 to 30% of people that we ask are gonna say that they would take steroids. Comment down below what you think. The first gym. Naja, er sagt, 20-30% würden sagen, dass sie das nehmen würden. Ich würde eher schätzen, dass 20-30% auf Steroiden sind, Minimum, in so einem Gym wie Iron Fitness. Also eher ein Gym, was Bodybuilding fokussiert ist. Wenn nicht jeder Zweiter in manchen Gyms. Also wie gesagt, das ist wahrscheinlich sogar noch zu tief gegriffen. We're at. In all the bathrooms, they have a needle bin. And I see like 5 needles and there's still, one's still dripping test. It just shows you. Das ist natürlich krass, in Gyms mit Needle Bins schon, wo Leute ihre Spritzen entsorgen können. An sich ist die Idee natürlich gut wegen Hygiene. Andererseits zeigt es, wie verbreitet, wie normal das Ganze schon geworden ist. Ich hatte Klienten in Skandinavien, die offensichtlich auf Steroiden waren, die Nationalmeister wurden. Und da gibt es solche Geschichten, dass die Polizei Gyms geradet hat. Die haben Leute mitgenommen, haben direkt einen Bluttest sogar gemacht. Ein Steroidtest, ob die Leute auf Steroiden sind, ja oder nein. Die wurden dann verhaftet. Es kam zu Strafen, zu drakonischen Strafen teilweise. Das ist in skandinavischen Ländern passiert in den letzten Jahren. Da ist die Polizei bzw. das Gesetz eher härter. In der EU, Deutschland, USA ist es natürlich hypertolerant. Das ist als normal angesehen und das sieht man auch an solchen Bins. Naja, für die Hygiene ist das gut. Andererseits wird dadurch das Ganze normalisiert irgendwie. Naja, durch Social Media natürlich auch, aber so ein Bin zeigt mit etlichen Spritzen schon drin, wie normal das Ganze ist in manchen Gyms. Vor dem Training wird erstmal eine Spritze gegeben und dann geht es zum Training. Also wie gesagt, die Tendenzen sind erschreckend, ja, dass man solche Bins findet. Also ich persönlich habe sowas noch nie gesehen in Gyms. Aber naja, in den USA scheint das gang und gäbe zu sein. That it's socially acceptable to do these things. Yeah. And people see it and they're like, okay, well if other people are doing it too, I may as well do it. That just means that there's probably some pinners out there. So let's go find out. Irgendwelche Jugendliche gucken sich das an, die schauen da rein in diesen Bin, sehen 8 Spritzen und denken, ja gut, 8 Spritzen, da drin sind 8 Leute, das heißt, die nehmen ja alle, also es ist ja normal.
Ja, vor allem Jugendliche schauen hoch zu irgendwelchen Leuten, die Gym gehen, die gut aussehen und die denken, ja, das ist ja normal. Ja, und der kriegt irgendwelche Ladies ab, der kriegt Aufmerksamkeit, der kriegt Likes. Das heißt, der verbindet direkt Steroidkonsum mit Erfolg, mit Gesundheit vielleicht sogar auch fälschlicherweise. Es wird aber dadurch extrem normalisiert. Also hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Hygiene plus, Normalisierung extremes Minus. Have you ever considered taking steroids? No. No, hard no? Hard no. No, never, Never? never. It never crossed your mind? No. No? We have cheese with milk and many more options. So not steroids, you just drink milk? No, no. Would you ever take steroids at any point? Just honest answer. Probably not, honestly. You seem like you were thinking about it though. So Yeah. you've been tempted at one point? I mean, a little, obviously. I mean, I want to get huge like you, but How old are you? I'm like 17. You're 17 and you've been thinking Yeah. about it? Well, kind of, because like, obviously, because social media and everything, right? Like, I go on TikTok and all I see is like Jack dudes and everything. Yeah. Like, I could Darum geht's, ja. Jugendliche sind sehr leicht zu beeindrucken. Die gehen auf TikTok, auf Instagram, sehen überall diese Bodybuilder, sehen überall die Physikathleten, alle bis zum Kopf voll mit Steroiden, schauen sich das Ganze an, schauen da hoch und denken, das ist normal und denken auch, okay, wenn die Steroide nehmen, dann werden die genauso sein. Also mit 17 Jahren, wenn der auf Steroide gehen würde, das wird zu extremen Problemen kommen. Man sieht ja auch schon leichte Akne bei dem. Vor allem, die meisten Leute wissen gar nicht, wie man das richtig nimmt. Das wird nur zu Problemen führen. Vor allem, es wird zu einer Verstärkung kommen der schon vorhandenen Nebenwirkungen. Also 17, ich habe schon Leute gesehen, die waren schon mit 14, 15 drauf. Also komplett bedenklich und komplett idiotisch und komplett kurzsichtig. Bedenklich. probably go on Instagram right now, and the first thing I'm gonna see is probably like what? Like, let's see. Jack dude, see, like, it's right Yeah, there. first picture is a jack dude. Like, it's just right there. Yeah, I feel small, even though, like, I've been going to the gym You're for, like, dude, for 17, man, you're freaking thick. You should be so proud of yourself, dude. I mean, I don't know. I see, like, some 17, 18-year-olds online. Okay, was ist das Ziel für einen 17-Jährigen, wenn er aussieht wie ein Steroid-Abuser? Es sieht relativ unattraktiv aus. Ich würde jetzt mal behaupten, der Kollege, ist natural, hat einen guten Körperbau. Selbst der 17-Jährige hat einen guten Körperbau. Der sieht gesund aus an sich, der Körper, ja, da ist Muskulatur dran. Die meisten Leute machen das ja wegen Frauen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und eine Frau würde das schon an sich attraktiv finden, wenn der jetzt wie ein Steroid-Abuser aussehen würde mit noch mehr Akne. Ich weiß nicht, ob das wirklich für Frauen attraktiv wäre, wenn der jetzt 20 Kilo Muskulatur, noch mehr Akne und vielleicht sogar noch Haarausfall dazu. Das wäre nicht so schlau, ja, für Aufmerksamkeit oder Likes das Ganze anzutauschen. And they be like, Jack. And this dude is not alone. TikTok creators are promoting steroids to millions of young impressionable teens across the world. In fact, videos with hashtags associated with steroids were viewed 420 million times in the last 3 years. The motive, commission on sales, providing kids with direct links to purchase SARMs, pro-hormones, and other dangerous substances. SARM sales, also known as selective androgen receptor Das überhaupt Schlechteste, was man kaufen kann. SARMs wird extrem verharmlost, weil es wird so vermarktet, als ob selektiv ist, als ob es sehr wenige Nebenwirkungen hat. Allerdings ist es genau das, was langfristig gesehen deine Achse extrem kaputt macht, sogar noch potenziell mehr, als wenn man normale, in Anführungszeichen normale Steroide nehmen würde. Vor allem Jugendliche sind in den letzten Jahren sehr stark auf SARMs gesprungen, weil das eben so verharmlost wird und weil das vor allem von Influencern durch Influencer-Marketing so extrem gepusht worden ist, als wäre es harmlos gewesen. Vor allem habe ich gesehen, Athleten, die bis oben hin, bis zu den Kiemen voll auf Trenbolon, auf alle möglichen drauf sind und die sagen dann auf Instagram, vor allem weil, naja, Trenbolon ist illegal, SARMs Grauzone teilweise, haben die gesagt, den Körper, den ich mir aufgebaut habe, ja, mit Trenbolon in Wahrheit, ich habe den mit SARMs aufgebaut und das Ganze ohne Nebenwirkungen. Jugendliche sind extrem auf dieses Produkt gesprungen. Ich habe sehr viele Klienten in den letzten Jahren gehabt, die eben zu mir kamen, um das Ganze wieder zu reparieren, um diese hormonellen Disbalancen wieder auszubalancieren, zu neutralisieren. Und in den Blutwerten sieht man extreme Disbalancen, die langfristig durch SARMs hervorgerufen werden. Extrem bedenklich und wird extrem verharmlost. Also, wie gesagt, selbst hier ist wahrscheinlich normaler Konsum, selbst wenn man keine Ahnung hat, sicherer, als sowas zu nehmen. Also,
Das ist auf jeden Fall ein ganz bedenkliches Ding, was in den letzten Jahren sehr stark gepusht worden ist. Modulators are on the rise because for some reason there's this idea it's safer than steroids. Why do you think people Angeblich. think SARMs are safe? Apparently they are more selective to specific tissues, allegedly, and therefore wouldn't have the same side effects as steroids. But when you look at the studies, they actually do have basically the same side effects as steroids. Really? You'll still see heart issues, acne, testicular shrinkage. Ich würde sogar sagen, langfristig gesehen potenziell noch bedenklicher, wie gesagt. Kurzfristig, ja, kann sein, dass die Nebenwirkungen nicht so stark sind. Langfristig gesehen viel stärker. Und wenn man rein theoretisch Steroide richtig mit Wissen, mit einer richtigen Methodik nehmen würde, auch die richtigen Dosierungen, auch die richtigen Komponenten, dann werden die Nebenwirkungen relativ nach unten gedrückt. Selbst da im Vergleich zu SARMs auch da sicherer. SARMs, wie gesagt, sehr stark verharmlost in den letzten Jahren, vor allem bei Jugendlichen. Sehr bedenklich. Also nicht so ungefährlich, wie es über die Jahre vermarktet worden ist. Sexual dysfunction, the liver issues are actually worse in some cases with SARMs, especially. Natürlich, weil es ein orales Mittel ist, was über die Leber geht dementsprechend. Take them orally. I'm aware of at least one study where they surveyed a bunch of people who were taking SARMs. I think it was 52% of them reported having short-term side effects. The worst part, in my opinion, about SARMs is that they're relatively new, and so we don't really. 50% für Referenz ist extrem hoch. Wenn rein theoretisch ich jemanden richtig auf Steroide setzen würde, mit richtiger Methodik, 9 von 10 würden kurzfristig keine Side-Effects spüren. Mit den richtigen Komponenten, mit dem richtigen Timing, mit den richtigen Dosierungen. Wenn man es nicht übertreibt, wenn man das Ganze sinnig macht. Mit SARMs, orales Mittel, geht über die Leber. Also 50% kann ich mir gut vorstellen, das ist eine realistische Zahl, dass sie schon kurzfristig Side-Effects bekommen. Das Ding ist halt, wenn man auf den Hormonen ist, auf den zusätzlichen, wenn da schon Side-Effects kommen, dann kommt langfristig da definitiv nichts Gutes. Know what happens long term with them, whereas steroids have been around for a while, so we can say with some confidence what happens if you take them for a long time. It's not great what happens, but at least we know. On top of a high Das stimmt, ja, also man sieht, wie Bodybuilder, wie Fliegen umkippen. Jeden Monat irgendein Bodybuilder stirbt an Herzinfarkt, an Schlaganfall etc. pp. Steroide sind sehr gut dokumentiert, ja, seit den 70er Jahren vor allem wurde da immer geforscht, auch praktische Anwendungen bei Profisportlern mit Blutwertanalysen. Da ist klar, was passiert, die biochemischen Effekte, die Dynamik, die Pharmadynamik. Man versteht, wie wird das runtergebrochen, wie wird das verstoffwechselt, was hat das für eine kurz- und langfristige Auswirkung. Das ist alles bekannt, da ist alles transparent bei normalen Steroiden. Bei SARMs und bei solchen neuen Designerdrogen, die jedes Jahr hochpoppen, die aufpoppen, wo starkes Marketing betrieben wird. Wie gesagt, da gibt es keine Langzeitstudien, man weiß nicht, was passiert, man kann es nur vermuten. Und meine Meinung ist, wenn man schon kurzfristig irgendwelche Side-Effects sieht, dann sieht es in der Zukunft schon definitiv nicht gut aus. Und warum kommen denn jedes Jahr diese ganzen Designerdrogen auf den Markt? Zum Beispiel SARMs, ein gutes Beispiel. Die Leute wollen nichts spritzen, die wollen irgendwas Orales haben, die wollen was Legales haben, weil sicher erscheint. So eine Designerdroge kommt auf den Markt, das ist erstmal eine Grauzone für mehrere Monate oder teilweise Jahre, bis es verboten wird, bis es sich so verbreitet hat, dass es schon verboten wird. Also, wie gesagt, das ist das Problem bei diesen Designerdrogen. Nicht so schlau. and some negative side effects, there was a study where they looked at the chemical composition of 44 SARMs products sold on the internet to see what's actually in them. And what they found was 39% contained unapproved drugs. Weil das Ganze nicht reguliert wird. Ja, das wird irgendwo in irgendwelchen chinesischen Badewannen zusammengekrempelt, zusammensynthetisiert, im schlimmsten Fall. Und die tun da Sachen rein, die auch wirken. Also teilweise mixen die das mit echten Steroiden. Weil, wie gesagt, es ist eine Grauzone, es ist nicht reguliert. Da kommt noch eine zusätzliche Gefahr dazu. Man nimmt irgendwas, man denkt, es ist ein Samen, aber da sind noch viele andere Sachen drin, die sich noch multiplizieren und das Ganze noch schlimmer machen. Und meistens ist es eben was sehr Günstiges, sehr Billiges, weil niemand wird was dazu mischen, was teurer ist als dein Samen an sich. And 25% contained substances not even listed on the label. What's the thing that's stopping you from taking it? I'm not trying to die at 30. I'm trying to live a life, you know what I mean? Right. How old are you?
19. 19. Would you ever Und Steroid-Abuser sterben definitiv viel, viel früher als eben Leute, die das nicht nehmen. Das ist bewiesen. Durchschnittsalter vom IFBB Bodybuilder Pro ist ungefähr bei 45. Wie gesagt, manche leben länger, manche sterben schon mit 30. Jeden Monat gibt es irgendwelche Neuigkeiten, dass irgendein Bodybuilder wieder gestorben ist. Das ist nichts Neues. Leute unterschätzen das. Vor allem, wenn die keine Ahnung haben, wie man das richtig und sicher nimmt. Vor allem, wenn die keine sauberen Sachen bekommen, irgendwelche Underground-Lab-Zeugs, wo eben solche Sachen untergemischt sind. Die nehmen sich viel Lebenszeit. Das wissen die meisten Leute noch nicht mal. Noch nicht mal die Leute, die das überhaupt nehmen. consider taking steroids? No, I did consider. Would you ever take steroids? Probably not. What? Probably not. Yeah. So have you thought about it? I probably thought about it, but yeah, I think I just like being natural. Also, selbst wenn der sowas nehmen würde, naja, wäre das was Nachhaltiges. Der Kollege sieht relativ dünn aus. Da ist noch viel Luft nach oben, natural da noch einiges rauszuholen. Und wenn man natural natürlich trainiert, das bleibt für eine längere Zeit. Bei Steroiden ist das so, setzt du ab, hast du ein Problem. Dann geht sehr vieles wieder weg. Vor allem, wenn man keine Ahnung hat, wie man das richtig nimmt. I don't know. My buddy tried to get me on it, but And the same age? yeah. I've had like family, friends, I think that have cycled on and off of it, so yeah. Okay. Yeah. We were like planning on taking it together, but like, Okay. And like, why did you start to plan that? Like, what was the reason behind going after it? I mean, there's so many influencers now that do YouTube, Right. so. look at Arnold, bro. Yeah. He's Okay. insane. So you say bodybuilder, social media. Yeah. Laprit Singh is IFBB Pro from India. You know what that means, though? Yeah. That means you're gonna have to Yeah. inject some stuff. No. You can't be an IFBB pro and natural. No, like he's like you can check it. Hier sieht man natürlich, wie ignorant die Leute sind. Ja, die wollen das glauben, was für sie komfortabel ist. Sie wollen in einer Traumwelt leben. Sie wollen an ihre Träume glauben. Vielleicht damit sie motivierter sind. Aber jeder normale Mensch sieht direkt, dass der Kollege, der gerade gezeigt worden ist 100%ig auf Stoff. Und es gibt Leute, die wollen in dieser Traumwelt leben, weil das gibt ihnen Hoffnung, das gibt ihnen Kraft und eventuell sogar Motivation. Jemand, der logisch und rational an die Sache geht, der normalen Menschenverstand hat, der weiß direkt, das ist nicht natural. Ja, also manche Leute, die wirklich wollen in dieser Traumwelt leben. Yeah, you can check it. Like he's been working from like last 9 to 10 years. Like he's like very good at click from India. He's an IFBB pro? Yeah. And he's natural? Yeah, He's natural. yeah, you can check it. Seaboom, Trent Twins. Yeah. Like Sam Sulek pops up a lot. Just watching those guys made you a little bit more tempted than normal? Diese ganzen Follower, Millionen von Views, sehr viel Aufmerksamkeit. Die Jugend schaut sich das an. Das ist sehr impressive, sehr beeindruckend für die Jugend, für die Kinder. Es ist beeindruckend für Leute, die als Ziel eben haben, irgendwelche Frauen zu klären, Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie irgendwie nicht bekommen. Aufmerksamkeit fehlt ihnen und die denken, das ist die Lösung. Und ja, manche wissen auch, ja, die nehmen das, die wissen, sie nehmen sich Lebenszeit, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ihnen klar und das ist der Deal, den sie eingehen. Vor allem dieser Kollege mit der Cappy gerade, der hat einen guten Körper, ja, der sieht gesund aus. Das ist wahrscheinlich der Letzte, der das braucht. This guy looks like the Hulk, so it's like, fuck. And you want to look like that too? Yeah. Do you have like anyone that you aspire to be the same size as? Not look The like, Trent but Twins? the Trent Twins? Ja, Adern kommen raus, gute Muskulatur, Gesicht, Haare, schaut alles sehr gut aus, keine Akne, gar nichts. Wie gesagt, wenn da keine Bodybuilding-Ambitionen sind, müsste er einfach nur weitermachen. In 5 bis 10 Jahren kommt dann seine volle Muskulatur ran, muss das Ganze nur halten, hat was für seine Gesundheit getan. Das Letzte, was er braucht, ist eben Steroide zu nehmen. Aber wie gesagt, manche Leute leben in so einer Traumwelt, dass sie, das schwer einschätzen können, was sie eintauschen. Nämlich kurzzeitige Aufmerksamkeit für Lebenszeit, was sehr, sehr unsinnig ist. You not understand the name? Trent Twins? That Yeah, means you're gonna have to. Okay, maybe once I reach my like max potential, Then you'll go I'll on? consider it. But like, Gut, was heißt Max Potential? Woher will der denn wissen, was seine Max Potential ist, wenn der vielleicht Sachen falsch macht? Er denkt, er macht Sachen richtig, macht sie aber in der Realität falsch und kommt eben so gar nicht an sein Max Potential. Plus, was kann man dazu noch sagen? Was heißt denn überhaupt Max Potential? Deine Priorität vom Training, wenn du 20 bist, ist anders, wenn du 40 bist. Mit 20 willst du gut aussehen für die Frauen. Mit 40 willst du gesund sein, willst dir Lebenszeit gewinnen. Du willst dich gesund bewegen können, viel Energie haben.
dir ist dann nicht mehr so wichtig, wie dick dein Arm ist. Das heißt, die Prioritäten ändern sich in deinem Trainingsverlauf, ändern sich in deiner Trainingskarriere. Was bedeutet also Max Potential? Das ist wieder so ein, Fantasiegebilde eher. Okay. Maybe not. Don't do it. Don't do it. Yeah. Crazy insight at that first gym. We had a 20-year-old, a 17-year-old, and a 19-year-old, all seemingly kind of like considering the possibility. Durch Social Media bekommen die Jugend einen Touchpoint mit Steroiden, es wird normalisiert und dann ist es als Option auf dem Tisch und dann denken die drüber nach. Der erste Schritt ist, drüber nachzudenken. Soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Also die Touchpoints sind da durch Social Media. Abilities are going on steroids. That one 19-year-old was like, I would never consider it, but then later in the conversation, kind of considered it because he wants to look like the Trent twins. And then we had the other guy saying he would never go on steroids, but then aspires to look like an IFBB pro. And he's probably going to realize. Also das ist natürlich 100%ig auf Stoff. Wie gesagt, ich weiß, wovon ich rede. Warum? Weil ich habe eben solche Nationalmeister gemacht von vielen verschiedenen Ländern, in vielen verschiedenen Kategorien. Da ist nicht nur Stoff im Spiel, da sind Diuretika im Spiel, da sind Stimulanzen im Spiel, da ist Entwässerungsmittel im Spiel, natürlich Steroide im Spiel. Viele Sachen gleichzeitig sind da im Spiel. Vor allem hier steht Mr. Olympia Qualifier. Ich kenne jetzt, sieht aus wie Mr. Olympia Amateur oder sowas. Wer da denkt, dass das natural ist, der ist natürlich komplett in einer Parallelwelt. In a couple years, he's never going to do that naturally, and then that's probably going to get him to probably want to go on steroids. So I think a lot of people are very misinformed on what is achieved naturally, probably because of social media. So it's not really looking good right now for social media. Social Media hat das auch nicht unbedingt vor, das Ganze zu bannen. Warum? Es gibt keine Doping-Tests auf Instagram oder TikTok. Wie willst du von jemandem was bannen, wenn du da keinen Doping-Test hast? Und zweitens wollen die natürlich so einen Traffic erzeugen. Die wollen Likes erzeugen, die wollen Traffic erzeugen, die wollen eine Audience erzeugen. Dementsprechend schaukelt sich das Ganze natürlich noch hoch über die Jahre und es wird nicht bekämpft. Ich meine, es ist eine Sache, die gar nicht bekämpft werden kann. Wenn, dann muss man wirklich Social Media einfach komplett ausschalten. Ja. Es wird nicht bekämpft. At gym number 2, super nostalgic right now because, fun fact, this is the first gym I ever trained at. The first workout ever was in this gym. Ja, das Gym sieht gut aus. Gute Maschinen, gute Hanteln, schaut gut aus. Da würde ich trainieren. Crazy. How old are you? I'm 16 years. 16? Yeah. Have you ever considered using steroids? No. You know what? I'm just looking at my physique right now. I still got a long way to go before I even consider that. So you would at one point? You know what? I have to get to that point before I make that decision. Okay. Would you ever consider taking steroids? No. 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 That seems like a very confident no. It's about 1 year since I started working out. Okay. No. Let's say 3 years from now, I'm not where I want to be or not even close to where I want to be, then I'll start looking into it. But as of right now, straight no. Okay, so you would eventually start looking into it. Maybe if I have to, but Have to? the more I Was bedeutet have to? Wer zwingt ihn? Wer zwingt ihn, das Ganze zu machen? Also das ist für mich unverständlich. Niemand wird gezwungen, dumme Entscheidungen zu treffen. stand right now, it's a no 100%. And why would you have to? When you're working out, especially when like I'm new, I search it up, like what am I supposed to do with this? What am I supposed to do with that? Like what training am I supposed to do? And then you notice all these people that are making videos, they're like massive, right? Does the side effects ever scare you? To be honest, I would say yeah, but at the same time, I never really done my research on it. Yeah. Zumindest sagt er ehrlich, dass er keine Ahnung hat. Seems like the vast majority of answers are a no because of the possible side effects, and there's really no shortage of them, with more serious ones being early heart attacks, strokes, liver tumors, and kidney failure. Oh, da gibt es sehr viele Probleme. Die Liste ist lang und man kennt es, man schaut sich ein Aspirin an, da gibt es 300 mögliche Nebenwirkungen, die nicht eintreffen in den meisten Fällen. Bei Steroiden ist das so, die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Nebenwirkung eintritt, ist sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch, vor allem wenn man keine Ahnung hat, wie man das macht, vor allem wenn man kein sauberes Zeug bekommt, vor allem wenn man schon Probleme hat, hohe Wahrscheinlichkeit, dass man sowas bekommt. Would you ever take steroids? Yeah. Are you on? Also da kann ich direkt sagen, 100%ig auf Steroiden. Man sieht zwar seinen Körper jetzt nicht so gut, der sieht schon breit aus, aber allein am Gesicht sieht man zu 1000%, dass er auf sogenannten Wet Compounds ist. Warum? Weil das ganze Gesicht ist mit Wasser angeschwollen. Er hat eine sehr starke Water Retention, vor allem an den Backen. Also eventuell auch die Nase. Vielleicht ist das sogar in Kombination mit GH. Ja, das
Das Gesicht sieht klumpig aus, das ist schon eine Nebenwirkung. Da sind Entzündungen im Körper, die schon hochgehen. Also ich erkenne allein am Gesicht, dass er Steroide nimmt. Ich hätte noch nicht mal den Körper sehen müssen. Steroids? I am on steroids. Okay. Yes. What are you taking right now? Test. Er kann jetzt schon kaum atmen, ja? Achtet mal auf die Atmung. Primo. I plan on competing Okay. this year in classic physique. Okay. My goal is to turn pro, so I Das Gesicht ist leider schon so angeschwollen, dass der Mund sich kaum bewegen kann. Also, wie gesagt, ich kenne jetzt den Typen nicht, ich weiß nicht, was er macht, aber ich kann schon definitiv sagen, dass was er macht, ist definitiv falsch. Allein, wenn er sagt, ich möchte das nehmen, weil ich mache bei irgendwelchen Competitions mit, etc. pp. Das, was er macht, ist schon falsch und das sieht man schon an der Optik, allein am Gesicht. Man hätte noch nicht mal den Körper sehen müssen. figure it's just part of the process. Are you Und dann der okay with Atmen. the side effects? Is it just part of what you're doing? Well, a lot of the side effects can be mitigated if you take it properly. Das ist natürlich eine Behauptung, die ist absoluter Schwachsinn. Das heißt, dass man kann die Side-Effects neutralisieren, wenn du weißt, wie es richtig geht. Aber naja, jeder denkt, er weiß, wie es richtig geht. Und man sieht ja, dass er schon starke Side-Effects hat. Wassereinlagerungen, Entzündungen, Gesicht ist so angeschwollen, dass der Mund sich kaum richtig bewegen kann. Also bei ihm hat es jetzt nicht funktioniert anscheinend. Is it actually possible to ever do steroids safely? No. Absolut recht, ja, absolut recht. Es geht nicht. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Ganz einfach. It's impossible, unfortunately. Otherwise, I think a lot more people would be doing it. Fortunately, like both my grandparents have their hair, so that's one of the So that's by genetics? Yeah, yeah. Oh, okay. So a lot of the side effects that you're talking about are also genetics. Do you know of any side effects that people might not know about? Significant changes in sexual orientation. Like, it's wild to see some of the stuff, like the trend stories in particular. Yeah, people will develop homosexual-like tendencies. They will have insatiable libidos, which is a pretty typical outcome, but often. Naja, wenn die Sexualhormone steigen, steigt auch die Libido. Natürlich. Die sexuellen Vorlieben, bei welchen Steroiden geschieht das? Das sind vor allem die Steroide, die das Prolaktin durch die Decke zimmern. Das ist dann eben sowas wie Trenbolon, ja. Hat eine sehr starke Auswirkung auf die Prolaktinachse. Und da kann es wirklich als Side-Effekt so kommen, dass selbst die sexuellen Vorlieben sich verändern. Also das ist von Mr. Derek hier schon richtig beschrieben. Das trifft jetzt nicht auf jedes Steroid zu, aber vor allem auf die sich auf das Prolaktin auswirken. And this leads to a diversion in sexual appetite through increasing escalation of like intense and extreme pornography to achieve that dopamine hit. It's pretty wild. Do you have a lot of young kids coming up to you for stuff? Yeah, a lot of 16, 18-year-olds on TikTok and these fitness influencers telling them like, you gotta take this and you gotta take that. Would you ever consider taking steroids? No. I mean, I've thought about it. You thought about it? Yeah, but you know, at the end of the day, it puts your health at risk, right? So it's not worth it. Yeah. How old are you? 17. Personally, I wouldn't take steroids. Ja, sage gesund aus. Steroids, maybe like when I'm 50, I would consider like HRT. For me, the health. Das mit TRT ist natürlich die nächste Geschichte, dass Leute denken, die können irgendwas kompensieren mit der Spritze und die können einfach das auffüllen, was nicht da ist und dann ist auch die Sache ist dann auch erledigt, denken die. Aber alles an synthetischer Zufuhr hat seine Nebenwirkungen, auch wenn das nur eine Dosierung ist, in Anführungszeichen nur, die bis zum natürlichen Limit geht, weil eben synthetisches Testosteron wird anders verstoffwechselt als natürliches, was der Körper selber herstellt. Die Achse verändert sich. Es sind zwei verschiedene Mechanismen, die da geschehen. Deswegen, das ist auch ein Trugschluss, dass Leute denken, die können was auffüllen mit einer HRT oder einer TRT, Testosterone Replacement Therapy. Das ist auch nur ein Wunschgedanke von den Leuten und das machen die auch so als Safe Haven, als mentales Safe Haven, dass sie denken, ach, ich kann ja im Fall der Fälle, im Notfall kann ich ja auf TRT gehen und dann ist die Sache für mich erledigt. Ich weiß nicht. And the health deterioration is not worth it. Right. Would you ever consider taking steroids? No. Just go to the gym and eat. Like, literally, it's that simple. Would you ever consider taking steroids? Considering it right now, yeah. Are you? Yeah. Okay. Why is that? I feel like 7 years, even though you can't tell, of training, I feel like I've maximized 85 to 90% of what I can do. I don't really know where I'd go from here, pretty much, to further my progress.
Für was? Ja, wenn jemand schon so viel erreicht hat, gehen wir davon aus, er hat es gemacht. Wofür? Wenn der auf die Bühne geht, wenn er Profiathlet ist, Profisportler, wenn er damit Geld verdient, ist das eine andere Frage. Da muss man sowas nehmen. Competition ist Competition. Aber wofür soll er sich denn Lebenszeit nehmen, wenn der schon, angenommen, der ist bei 90% von seinem Limit, warum soll er das denn dann nehmen? Ja, das heißt, es ist ja komplett ohne Sinn. Er ist ja schon, hat einen schon überdurchschnittlichen Körper. Warum soll er sich denn jetzt Lebenszeit noch nehmen? Sei doch zufrieden dann. Also auch eher eine falsche Logik, meiner Meinung nach. Do you think social media has been a factor in that temptation for you? Yeah, I don't love it to the sense where I'm willing to shorten my life that much. Dabble here and there. So you would shorten your life a little bit to look a little bit better? Wie will er das berechnen? Ja, wie viel? So eine Dosierung nimmt mir 10 Jahre, so eine Dosierung nimmt mir 20 Jahre. Wie will er das mathematisch berechnen? Yeah, I would do it more, a very minimal dose of test to almost continue natural progression in a sense, but at a low enough dose where it's not going to have crazy negative side. Selbst die minimale TRT-Dosis hat eine Auswirkung auf die Achse, wird anders verarbeitet vom Körper, hat eine Auswirkung und wird Lebenszeit nehmen, ganz einfach. Also ist auch wieder nur ein Wunschgedanke, um das Ganze zu verharmlosen für sich selber, um dem Ganzen ein grünes Licht zu geben für sich mental. It affects all at once. Does a low dose necessarily mean it's safer? Technically, you could go in your bathroom right now, shoot 4 syringes full of testosterone. You're not going to die. You're probably not going to have that much bad stuff happen, actually. You'll probably be just fine. But a guy who's using 4 shots of test every day for like the rest of his life, yeah, that guy's probably going to die within the next decade. Like, let's say you're on tren and it affects your sleep and you're literally tren sweating through. Warum? Weil sich der Blutdruck verändert, man kann dann nicht mehr schlafen und das hat dann wieder viele Auswirkungen auf überhaupt das Gesamtbild deiner Gesundheit. Also Trenbolon ist eins der potentesten Sachen, die man nehmen kann. Das steht außer Frage. Selbst bei den naiven Leuten, selbst da wissen die, was sie unterschreiben, wenn sie das nehmen. Your sleep every night, so then your sleep is inhibited dramatically, which then affects your health on the back end, which it's all multifactorial. Would you ever take steroids? No, I was diagnosed with type 2 diabetes. Okay. So I'm just worried about how that would affect me. Okay. But at 46. Ich würde jetzt schätzen, dass er über 40 Jahre alt ist und für sein Alter sieht er ja super aus. Ist auch wahrscheinlich der Letzte, der sowas braucht. I have considered it. Right. Oh, you have considered it? I have considered it. Okay. I've seen kids that I can tell they're on it, and I always advise against it. I always tell them, like, when you're young, you're gonna just ruin your body, and then you're gonna probably have to be on that stuff for life. Wise words. Commercial gyms. You gotta hate them. Full of people frustrated with the cancellation policies, full of people also on the verge of being canceled for staring at a fit chick, and full of people fighting for mirror space with a shadow boxer and a 50-follower TikToker. It's full of annoying teenagers, but don't worry. Gravity's gonna take care of them one way or another. And all the personal trainers look like they just can't wait for their next Rec League Ultimate Frisbee game. But what does this all mean? That means there's a bunch of different characters in there, so I'm expecting a wide range of answers. So let's go find out. Would you ever consider going on steroids? No, Why is that? I need my kidneys. Would you ever consider going on steroids? Also wenn er mit der Akne auf den Arm auf Steroide geben würde und das auch ohne richtiges Wissen, auch mit unsauberem Stoff, das würde bei ihm ausarten, weil die Nebenwirkungen, die er jetzt schon hat, die würden sich nochmal mal 10 multiplizieren. I don't know. I don't think so. You don't think so? Well, but it depends on what it is. That sounds like you would consider it. I'm trying to stay healthy. Yeah. I don't know. I don't really care about the getting too big over time. Right. Would you ever consider taking steroids? No. No? No, never. No? Yeah. You never considered it? No. No. Yeah. Would you ever consider going on steroids? It's funny that you say it. Yeah, just for, I know it sounds weird, but for the health aspect, just so, so I can recover faster, so I have less chance of getting injured and so on. Da fehlen mir echt die Worte. Also da fehlen mir wirklich die Worte. Er will sich schneller erholen, er will Injury Prevention machen, verkürzt sich sein Leben, aber gute Recovery, das kann man auch. Oder sollte man, oder ist auch überhaupt das Allerwichtigste ist Ernährung, Sauna, Massagen. Um sich gut zu recovern, braucht man keine Steroide. Jemand, der Profisportler ist, der extrem intensives Training hat, der 2-3 Mal am Tag trainiert, da braucht er das. Ja, also jemand, sorry, aber jemand, der so aussieht, naja,
Da fehlen mir die Worte. cancer, all that stuff. Like, do you think about those things, or are you mainly just thinking about gym performance? I just like lifting heavy and being in a weight room, so I'm not too educated on it. Would you ever consider taking steroids? Ich glaube, der ist auch drauf, ehrlich gesagt. Sieht man auch vor allem an seinem Gewicht. Also der Körper ist jetzt nicht so top, aber ja, das Gesicht sieht sehr auffällig aus wieder. I'm on steroids. You're on steroids? Yeah. Okay. Like, what are you on? If you're open to talking about it. Test. Also, mir fehlen da die Worte. Ja, natural kann man mehr Progress machen als das bei weitem, ohne diese ganzen Side-Effects. Ich sehe wieder an den Backen, an der Stirn, an den Wassereinlagerungen, da wird jemand wieder Wet Compounds nehmen, also Minimum Testosteron, irgendwie sowas in der Richtung. Wofür ist dann meine Frage? Ja, wenn man das Ganze mit richtigem Training und richtiger Ernährung Minimum das hier erreichen kann in einer relativ schnellen Zeit. Ich schätze jetzt, dass er jetzt nicht übergewichtig war oder so vorher, sondern einfach nur dünn. Ja, jetzt hat er ein paar Kilo Muskeln draufgepackt und die gehen dann wieder weg, wenn er absetzt. Das hätte man aber auch locker natural schaffen können. Also, ich weiß nicht. Sieht das Gesicht so attraktiv aus mit den ganzen Wassereinlagerungen? Vergleichbar mit der links und rechts. Links, ja, kantiges Gesicht, volle Haare, gute Muskulatur. Rechts, so ein Wassergesicht mit Entzündungen. Das schaut nicht attraktiv aus. Also ich denke, wenn eine Frau hier entscheiden müsste, links oder rechts, wäre 100%ig links eher. Primo. And how long have you been on it for? Primo Bolan, wofür? 12 weeks now? 12 weeks. And have you noticed like crazy gains? And how long were you training naturally before that? About a year. A year. How old are you? I'm 21. 21. Yeah. Damn, dude. Just for the aesthetics. Damn. 3 Monate. Okay, so have you noticed any negative side effects from starting? Not really. My blood work's been pretty good. Okay. Honestly, like the only thing that's lowered is my HDL, but everything else perfect. It does put you. Sie machen Blutwerte, jetzt ist aber die Frage, wenn Sie schon so naiv sind, sind Sie überhaupt kompetent, die Blutwerte richtig auszulesen? Das ist meine Frage. Intensity to plaque buildup in your arteries, especially, even if on paper your lipid profile looks the same as another guy who's natural. Almost every time you see a bodybuilder die early, it's a cardiovascular related issue. And like you'll see in autopsy reports, bodybuilders with hearts multiple times the size they should be. The #1 cause of death, cardiovascular disease, even over cancer. And this is the naturals too. A blood pressure cuff, I think everyone should have at home, in my opinion. One of the easiest, lowest hanging fruit. Meine Klienten müssen alle Blutdruck messen. Natural, nicht natural, alle müssen Blutdruck messen. Mann, Frau, das ist extrem wichtig. Avoid unnecessary cardiovascular disease progression. Since starting, have you ever regretted it any day? No, Also ja, wenn er schon so denkt und spätestens in ein paar Jahren wird der. not really, not yet. Not yet. Like maybe once I come So you off think you the- might, yeah? Yeah, maybe. It'll shorten your life a little bit, but might A little bit, naja, sei dahingestellt. Okay with that? Yeah, I'm okay with that. Okay. Rather not live till 90 and be different. Das ist jetzt wieder eine andere Sache. Wenn jemand unterschreibt und sagt, ich bin bereit, 30 Jahre von meinem Leben zu geben, nur damit ich hier 3 Kilo Muskeln aufbaue, wenn der bewusst ist, was der für einen Deal eingeht und sagt, das ist mein Leben, bitteschön, dann kann jeder machen, was er möchte. Ist es schlau? Das ist eine andere Frage. Prep it and whatever. 70 is good enough. After Yeah. that. 70, wenn man da hinkommt, Gott gebe ihm, aber wie gesagt, Durchschnittsalter von einem IFBB-Bodybuilder ist ungefähr 45. Die kommen noch nicht mehr über die 50er, die meisten. Deswegen ist es ein Wunschgedanke, bis 70 zu kommen. I'm done with it. Would you ever consider taking steroids? No. Nah, to be honest. No, never considered it. Orlando Magic Shots, gut. I thought about it, but then I did a little bit of research about the side effects, and I tend to get very scared with those things. Okay. So I never really went for it. But what was the reason for the temptation? 101% social media puts pressure on me and everybody. Social. Auf Männer als auch auf Frauen. Die Schönheitsideale werden immer krasser. Schönheits-OPs überall. Steroide. Ja, also Social Media ist schon ein krasser Faktor. Vor allem für Jugendliche, die sehr einfach zu beeindrucken sind. Media, 100%. That's how I started thinking about the gear. See, I've thought about it. Probably when I'm like much older. Okay. You know, I'd want to hit my natural potential first, see where that's at. A lot of people who I've been asking, they're like, oh, I'm gonna go on steroids because I think I've hit my natural potential. What percentage of people do you think actually end up hitting that natural potential? That are watching this video? That are watching this video? I'd say less than 1%. Less than 1%? Yeah, Okay. probably like
Kommt gut hin, wenn man die Allgemeinbevölkerung nimmt, also unter 1% locker, weil die meisten gehen noch nicht mal richtig trainieren, kümmern sich nicht um ihr Essen und die wirklich das Ganze versuchen zu machen, die sind nicht immer auf dem richtigen Weg. Das heißt, landen hier wirklich bei unter 1%. Less than 0.1%, honestly. Wow. And that's because almost everyone isn't training as optimally as they could. And if they are, they certainly aren't dieting as optimally as they could. And if they're doing both of those things, they probably haven't been doing it for at least 10 years straight. So like, I'm Hier ist noch die Philosophie wichtig. Was ist denn jetzt Maximum Potential überhaupt? Ist es deine Lebenszeit, die du lebst, oder ist es jetzt dein Bankdrücken oder dein Kreuzheben? Weil das sind zwei verschiedene Potentials. Meiner Meinung nach natürlich Lebenszeit und Gesundheit generell. Niemand interessiert deine Kniebeuge, wenn du nur 35 Jahre lang lebst. not buying it if people say that they're at their natty limit. Would you say that's just kind of an excuse to kind of go on? I think so. Would you ever consider taking steroids? Not really. Not really. Yeah. Have you at one point considered it? No. 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 Okay. Are you lying to me? No, honestly, no. Yeah? No. Okay. All right. Thanks, man. Appreciate it. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der auf Steroide ist. Das kann sehr gute Genetik sein. Ich sehe hier kein angeschwollenes Gesicht oder so, irgendwelche Nebenwirkungen. Also das kann wirklich natural möglich sein. Why do you think I took steroids? Because you look like you're on steroids, and I feel like you're lying to me. Oh no, honestly, Yeah? you can just check it. I'm looking for the injection holes, come man. On, come on. Yeah? You can't see nothing. Yeah? I'm clean. He's clean. Would you take Turkestrone? Eh? Turkestrone? I've never. No. Okay. I've never. I'll be checking your gym bag soon. Yeah. How old are you? 23. 23. Would you ever consider going on steroids? I thought about it at one point because everyone in this gym is like crazy built. Like, how close were you? We had a pact actually, me and some of my coworkers. We're like, dude, if one person hops on, we're all hopping on. And Oh, it shit. never happened, so none of us are taking it yet. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein lustiger Typ, mit dem man abhängen kann. So what was like the number one reason why you didn't go on? It's just not worth like the health risk. Yeah, man. Never go on. No way. Pinky promise? Gotcha. Would you ever take steroids? No, never. Would you ever take steroids? No. Steroids, yes or no? No. 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 No? No. Probably not. No. Never. Wow. Damn, okay. Yeah. Do you think that the fitness industry is glorifying steroids right now? Yes, for sure. You do? Like the twin twins he was just talking about. They're the goats. Why are they hot? Like Ich weiß leider nicht, worum es geht. Ich verfolge das Ganze jetzt nicht so, diese ganzen Influencer. they're just normalizing it. And Aber allein der Name Trend Twins ist schon so marketingtechnisch ist gut gewählt. Also das ist was ich schnell verbreiten kann. it's like No, but at least they're open about it. A lot of people are quiet about it. they're open about it doesn't mean it's okay. Like it's better than not being open about it. No, I refuse. I can't. Because then you're making a false narrative. When the people are claiming to be natural, but they're blasting gear, Meiner Meinung nach ist beides falsch, ja. Yeah. then they're teaching the younger generation, like, yo, you can get this jack, but then they're not ever gonna get that jack. But the trend is like, bro, I'm only getting this jack because I'm blasting shred. Would you ever consider going on steroids? This is considering it. Yeah, I guess I am. Yeah. Yeah? And Well, I'm sorry, I'm not considering it right now, but I guess I would. you would? Yeah. And what would be the reason for that? I guess like if I were to reach my natural plateau Okay. and then not be entirely satisfied. Woher will man wissen, ob man sein Natural Plateau hittet? Also das ist jetzt die Frage, die sich stellt. What percentage of people do you think actually have achieved that natural limit? Ooh, it's like single digit percentage, probably. Sleep often goes heavily neglected to a point that it leads to hypercortisolemia, low testosterone or lower testosterone, inhibited fat loss, body comp just not as good as it could be by a significant margin. I think a lot of people are leaving a fair bit on the table before they go the enhanced route. I think I don't want to revoke my natty card because I don't want people to reduce my achievements. So like, just being like credited to steroids, you know? A lot of people also have been saying, Maybe when I get older, testosterone is a possibility. So TRT? TRT. Das sind wieder die Leute, die denken, die können replacen ohne Nebenwirkungen, was absoluter Schwachsinn ist. Wird aber natürlich von Pharma heftig gepusht gerade. Wenn jeder Mann auf TRT ist ab 40, da wird ordentlich Geld gemacht. it just seems like Wird there's auch like heftig this like, verharmlost. idea that TRT is essentially like, it's kind of like the natty way. People don't kind of associate it with anabolics. They're just like, oh, yeah, I'm getting older. I'm going to hop on TRT. Why do you think people see it that way? You'll often see 200 milligrams a week as a standard cookie cutter dose now, but that's, I would argue, in most cases,
like mini baby cycle territory. 1 Milliliter, sagen wir mal 200 bis 300 Milligramm pro Woche oder alle 5 Tage, erhöht das Testosteron auf ungefähr das 3- bis 4-fache vom natural möglichen, beziehungsweise das Testosteron wird doppelt bis 4-fach erhöht von der natürlichen maximalen Referenz in Blutwerten. Von daher hat er recht, dass das praktisch, ja, es ist ein Steroid-Cycle, es ist kein Replacement so richtig, selbst von der Dosierung her. Ja, also es ist deutlich mehr, als man normal herstellen würde, selbst wenn man so eine Dosierung fährt. Essentially, perpetually. Is the 200 Yeah. Would you ever consider taking Ja, der sieht natural aus. steroids at any point in time? Well, it's a tough one. So you have? I have considered it, yeah. Okay. How old are you? I'm 22. 22. Sieht gut aus für sein Alter, ja, der braucht das auch definitiv nicht. And when did you start considering it? Last year. So at 21. And how long were you lifting at that point? Just a year. Just a year. So you're 1 year in wow. 1 year in, yeah. Sure, it's like a quick way to get big, but you're just like killing your body in the process. Social media plays a big part. I'd say like 50% of it. 50%? Yeah. Okay. And like 50% is just seeing people around me that are much bigger. I want it to be like them, right? Yeah. Honestly, I'm natty. I'm happy with being natty. Being a trainer here, do you see a lot of younger kids kind of on the trend of kind of taking shit because of social media? Yeah, you see, like, obviously it's influential, right? So some guys will pull the trigger and go that route. We've asked people at all different types of gyms, but now it's time to check out the bodybuilding mecca to see what some of the regulars have to say. This gym is home to some of the world's biggest enhanced bodybuilders. It will be interesting to see if being surrounded by the enhanced culture is tempting for some of the natural lifters. Oh shit, you're real tennis. Yeah, what's up? Ja, kann auch auf Steroiden sein. Auch man sieht diese typischen Wassereinlagerungen im Gesicht. Would you ever take steroids? Within the IPF, you can't use steroids. Ja, also naturale Competitions, da wird ordentlich gestofft. Ich habe Leute auf die naturale Bühne gebracht, die waren bis nach oben hin voll, ja, mit Steroiden. Man muss das Ganze nur richtig timen, man muss das Ganze richtig ausleiten, man muss die Tests kennen, die gemacht werden. Da gibt es unendlich viele Tricks. Also das ist auch, ist auch eine Scheinwelt, diese Natural-Bodybuilding. Da sind natürlich mehr natural, ja, als bei normalen IFBBs. Da ist fast niemand natural, aber die Leute, die da oft gewinnen bei den Natural-Competitions, sind oft gar nicht natural. Das sind dann die Leute, die sagen, ich bin natural und die lügen und in echt sind die auf Stoff. If I wasn't powerlifting, maybe. You're natural, right? Yeah. Yeah. Always, yeah. Yeah. You look sick, by the way. Yeah, I thought you were not natural. Really? Yeah. The adult veins, man, I don't know. Well, How old are you? 21. Fuck, dude. Yeah. What the fuck? Would you ever take steroids? Depends, you know. Wenn er nicht drauf ist, ich kann es schwer einschätzen, aber sein Gesicht ist wieder so voll mit Wassereinlagerung. Es kann sein, dass er drauf ist. Wenn er nicht drauf ist und drauf geht, dann wird sein Gesicht aussehen wie ein Michelin-Mann. I'm already on. You're on steroids. Yeah. Are you open to saying what you take? Yeah, pretty low right now. It's 250 test, and then I mash it with Primo. Okay. With social media, Warum nehmen die ganzen Leute Primo, ist für mich auch unklar. any influence on your decision? It was more like YouTube, I guess. YouTube videos. So when did you get on? What age? This year. So, and you're how old? 22. 22. Okay. Do you care about? Mit 22, beziehungsweise nach der Pubertät bis zu Mitte 20, 30, da ist dann natürlich der Testosteron am Pieken. Ja, da hast du sehr viel von Natur aus schon, vorausgesetzt, du machst alles richtig. Das ist das Letzte, was du brauchst, noch 250 Milligramm Testosteron zu nehmen, was dein natürliches wegnimmt und einfach nur durch synthetisches oft ersetzt. Also absoluter Quatsch, sowas zu machen. Potential side effects? I mean, I got like 3 blood tests so far. Everything's looking good. Do you ever wake up any day regretting it? I mean, not yet. I found it pretty interesting that both Beide sagen not yet. Sie wissen schon, was sie unterschrieben haben und sie sagen, noch regrette ich es nicht, aber ich werde es regretten, dann, wenn es eintreten wird. guys who admitted to using steroids said they don't regret it yet. Not yet. Making it sound like they don't fully understand what they've committed to, and that seems to be the case for a Heftig. vast majority of users. Ehrlich gesagt, As over heftig. 15% of men regret taking steroids due to a lack of awareness regarding its long-term effects. Still young, still like stupid, right? So, Yeah. you know, Young and stupid is a pretty bad recipe. throwing gear. Yeah. How old are you right now? 23. Would you ever take steroids?
Maybe if I had to consider, yeah. What do you mean Have if you to? had to? For more strength. How old are both you guys? 19. 19? I'm 18. 18? Would you guys ever consider taking steroids ever? Auch hier wieder, wenn der Linke Steroide nehmen würde, seine Akne würde komplett ausarten, vor allem wenn ich weiß wie, sage ich immer wieder, aber die meisten Leute wissen nicht wie, da sind schon Side Effects programmiert. Also seine Akne wird schon komplett ausarten, wenn er drauf geht. No. No? No, I wouldn't. No? I mean, it's tempting. Look, it looks really good, but I'm too young. It'll Also der typische hormonelle Akne jetzt schon, kann ich sagen. Das typische Stellen am Gesicht. mess me up in the long run. Right. Do you feel like watching social media like YouTube, TikTok and stuff is like made you think about it more than Definitely, yeah. Definitely, yeah. It's always like in the back of your mind, especially in a gym like this. Yeah. You see a ton of You're guys surrounded go- by it. Oh, Yeah. of course. But for me, it's like the acne, you know? I already got that. Can't suffer more. Would you ever consider Der sieht auf jeden Fall lustig aus, der Kollege. taking steroids? Maybe if I was like a pro bodybuilder. Ja, also das war bis jetzt die allerwichtigste Antwort. Wenn man Profisportler ist, wenn man Profi-Bodybuilder ist, Profi-Athlet, da kommt man nicht drum herum, da muss man das nehmen. Aber man unterschreibt Folgendes, dass wenn man gewinnt, man kriegt eine Plastiktrophäe, man kriegt eine Medaille und das ist, wogegen man seine Gesundheit und seine Lebenszeit austauscht. Die Leute, für die ist es okay, die sagen, ich nehme mir Lebenszeit weg, dafür bin ich dann Champion auf der Bühne. Und es gibt Leute, für die ist das in Ordnung und wenn das die Lebensphilosophie ist, dann ist die so. Jeder entscheidet selber, was er mit seinem Leben macht. Die Leute, die das unterschreiben, okay, die können das machen. Leute, die einfach so ohne irgendwelchen kompetitiven Aspekt das Ganze machen für kurzfristige Aufmerksamkeit oder Likes, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Would you ever consider taking steroids? Yes. Yes? Yeah. How old are you? 24. 24? And why would that be? I don't know. I feel like steroids would just give you that boost. Would you say social media has played a factor in your decision? Boost für was? Yeah, I'd say so. Yeah, because you're kind of comparing yourself to everyone else. Everyone's taking them. Everyone's taking them? Everyone's in this gym. Yeah, true. Just have a look around. Does this not tempt you at all, kind of seeing everyone take it? Yeah, definitely. This also drops 1% after 40 each year, so. Oh, really? Yeah, Okay. you know that. I know you know that. I don't know that. I didn't know that. More roids, more followers. Ja, das ist natürlich wahr. Die Leute machen das meistens nur für Aufmerksamkeit. Vor allem im Hintergrund sieht man rechts den Typen, der gesagt hat, der ist auf Steroiden und links daneben sieht man den Typen, der gesagt hat, er ist nicht auf Steroiden. Und auf einmal trainieren die zusammen. Sehr sass. I don't take roids. Are you sure? What? Are you sure? Yeah, you can Did feel it. Greg do an Eddie or not on you? He did. Have you noticed an increase in Ich habe jetzt den Namen vergessen. Rogan, irgendwie sowas, aber Profi-Bodybuilder aus Kanada, IFBB Pro. steroid use in younger kids? I think so. Er kann auch kaum atmen hier. Also, wie gesagt, so eine Masse, egal ob jetzt per Übergewicht, also Fett, oder so eine Muskelmasse, das geht aufs Herz jede Sekunde. Die Leute können noch nicht mehr richtig atmen. Das ist hier auch nicht der erste Kollege, der hier kaum atmen kann. I think at this point, it's just a complete disregard for like long-term health. I think Rick 3. Der Kollege, der war offensichtlich auch auf Steroiden und das sind die Leute, die Veteranen, die schon so lange drauf sind, die schon so viel hinter sich haben, die auch wirklich dann offen sagen, die Leute wissen gar nicht, was sie da unterschreiben. You should be very careful. I really don't know why you put your body through the stress of what it takes to be a competitive bodybuilder if you have no plan on competing. Sport ist natürlich, so ein Sport ist extrem ungesund, noch kombiniert mit Steroiden. Das ist absoluter Stress für den Körper, man altert schneller. Ich weiß es nicht, hier dieser Kollege, wie alt er ist, Ende 20 in Realität, Anfang 30, aber er sieht auch aus eher wie 40 plus. Also wie gesagt, sowas lässt altern, sehr, sehr schnell. You should be very careful. I really don't know why you put your body Er ist wahrscheinlich auch so, weiß ich nicht, in Realität 30. Ihr könnt mich korrigieren, er sieht aber aus wie 50 plus, through the stress of what it takes to be a competitive bodybuilder. weil der if you have Stress no eben plan. altern lässt. We got a bunch of different answers today. People who were not considering it at one point in time are now considering it because of TikTok, YouTube, Instagram, all those things, which is very unfortunate. And now for me to answer this question, would I or did I ever consider taking steroids? I did consider taking steroids when I was like 20, 21. I was in university, weight training all the time. I thought the only thing in life that actually mattered was bodybuilding and going to the gym. And I couldn't think about anything else that could even come close to that. I thought about it. I was almost gonna buy it. I was so close to buying it. And thank God I did. Because looking back on it now, I would have regretted it for the rest of my life. Because for the young guys watching this, young girls watching this who are considering it, as you get older,
Girls apropos, immer mehr und mehr Mädchen, die in Fitness und Bodybuilding reinkommen, fangen an, Steroide zu nehmen. Für Frauen ist es natürlich noch 100-mal schlimmer. 100-mal als für Männer. Your priorities are going to change. Unfruchtbarkeit programmiert. Nie wieder Kinder bekommen. Programmiert. What you just find important in life is going to change, and that's just being a human. That is completely natural, and that's okay. When you make these decisions, just know that sometimes these decisions Ich finde das gut, dass die beiden absolut naiv als Beispiel genommen hat. are irreversible, and you just can't come back from it. So you really have to just think about, is it worth it? Because you're not just making this decision for you, you're making a decision for your future self. And that's a pretty big choice that you have to make. So if you guys enjoyed the video, make sure you drop it a like, subscribe to the channel if you're new, and I'll see you in the next one. Ja, was kann ich als Fazit zu diesem Video sagen? Ist natürlich erschreckend. Ich fand das Video sehr gut. Ja, investigatives Video, gute Interviews, augenöffnend, wie man sieht, wie normal das geworden ist, zur Normalität geworden. Die Steroid-Bins schon überall. Die Leute sind naiv, die wissen gar nicht, was sie unterschreiben. In Deutschland ist es wahrscheinlich nichts anderes. Es gibt Gyms, wo jeder Zweite drauf ist, wo das normalisiert wird. Die Leute wissen nicht, wie viel Lebenszeit die sich nehmen. Sensationelles Video, hat mir sehr gefallen. Das ist genau meine Meinung, die ich vertrete, dass niemand braucht das wirklich. Wer das machen muss, sind Profisportler, Profiathleten, da kommt man nicht drum herum. Aber sonst, ja, diese beiden Kollegen hier, absolut perfektes Paradebeispiel von Naivität. Die brauchen das überhaupt nicht und gehen drauf. Und ist noch sogar okay für sie, dass sie sich Lebenszeit nehmen für kurzfristige Aufmerksamkeit. Naja, was soll ich dazu sagen? Finger weg davon, wenn ihr keine Ahnung habt. Wenn ihr drauf seid auf TRT und absetzen möchtet, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Ich helfe euch davon runterzukommen. Wenn ihr Profiathlet seid, Profi, Bodybuilder etc. pp., dabei kann ich natürlich auch helfen. Aber wie gesagt, Normalos brauchen das nicht. Normalerweise Ernährung, Training und guter Lifestyle ist das Allerwichtigste. Dann seht ihr besser aus als die beiden hier bei weitem. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. @NickyBra auf meinem Instagram oder www.nickybra.com. Ich biete ein professionelles Coaching an, um deine Fitnessziele, dass du sie so schnell es geht erreichst. Wie gesagt, ich hatte schon über 17.000 Kunden. Ich hatte über 100 Profiathleten auf Steroiden ebenso. Ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Dementsprechend melde dich gerne bei mir und wir bleiben in Kontakt. Merkt ihr aber eins: Prophylaxe ist günstiger als Therapie.